hier ist etwas entstanden, was einzigartig ist, denn es gab bis jetzt keine Sanierung nach Cradle to Cradle. Von den gesamten Abfallmengen ist die Baubranche der größte Verursacher. Von daher ist klar, dass ein großer gesellschaftlicher Hebel da besteht, den Baubereich nach Cradle to Cradle umzugestalten. Cradle to Cradle ist eine Denkschule und ein Designkonzept. Bei der Denkschule geht es darum, dass wir Menschen auf der Erde einen positiven Fußabdruck hinterlassen können. Beim Cradle to Cradle Designkonzept wiederum geht es darum, dass wir Produkte so gestalten, dass sie gut sind für Mensch und Umwelt und in Kreisläufe gehen können. Vor dem Hintergrund, dass unsere Organisation stark gewachsen ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Platz. Und da sind wir auf eine Ostberliner Platte gestoßen, die stark sanierungsbedürftig war. Und dann haben wir festgestellt, mit dem ganzen Platz, der weit über unsere Kapazitäten des NGO-Office hinausgeht, wollen wir hier ein Bildungszentrum gründen und die gesamte Sanierung selber gestalten und durchführen, sodass wir in die Rolle eines Bauherrn gekommen sind. Vom ersten Moment des Gedankens, ein C2C-Lab zu gründen, ist schnell aus diesem Projekt ein sehr großes Projekt geworden, was klar war, dass wir nur schultern können in der Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus der C2C-Community. Deswegen ist dieses Lab vor allen Dingen dann ein Erfolg geworden, als viele Partner gesagt haben, ein Bildungszentrum im Herzen von Berlin zu gründen, wo man Cradle to Cradle nicht nur diskutiert, sondern auch praktisch erfahren kann, ist genau das, was wir brauchen, um die Gesellschaft zu verändern. Wir verwenden ausschließlich Materialien, die gesund sind, die für Innenräume gemacht sind. Und wir haben alles so verbaut, dass es auch demontierbar und wieder kreislauffähig ist. Wir sind hier in einer alten Platte in Berlin und standen da natürlich vor konkreten Herausforderungen. Wie gehen wir damit um? Was wird da gefunden? Wie kriegen wir es raus? Was kriegen wir wieder rein? Natürlich gibt es sehr viele spannende Cradle-to-Cradle-Produkte, zum Beispiel im Bereich Boden, Wand, Decken etc., Beleuchtung. Und was es nicht gibt, sind Erfahrungswerte, wie bringen wir diese Produkte in die Sanierung, wie setzen wir das um, mit wem reden wir darüber und wie reden wir darüber. Im Rahmen der Sanierung haben sich uns natürlich auch Herausforderungen gestellt. Wie machen wir aus dieser Einheit ein attraktives Büro, ein zukunftsfähiges Labor zum Testen von Cradle-to-Cradle-Produkten? Wir mussten Wände reinreißen, wir haben Fenster vergrößert, wir haben mehr Licht reingelassen. Wir haben Glaswände, wir haben Glastüren eingebaut für die Transparenz. Im Handwerk ist Cradle to Cradle an vielen Stellen noch nicht angekommen. Gemeinsam im Umbau im Cradle to Cradle Lab haben wir mit den Handwerkern Lösungen entwickelt, kamen an vielen Stellen auch neue kreative Lösungen zum Vorschein und die Handwerker haben die Challenge akzeptiert, Cradle to Cradle hier auch einzubringen und Cradle to Cradle umzusetzen. Innerhalb des letzten Jahres haben wir von einer Vision eines Cradle to Cradle Bildungszentrum, eines Reallabors, es geschafft, zum Cradle to Cradle Lab zu kommen. Mit dem C2C Lab werden auch wir als Organisation wachsen und darauf freuen wir uns. Denn wir haben jetzt ein Bildungszentrum, mit dem wir deutschlandweit und in die Welt wirken können. Von daher, die Einladung nach draußen ist auch für uns selber die Einladung zu wachsen, unseren Impact zu vergrößern und die Gesellschaft noch viel kräftiger und mit vielen weiteren Akteuren zusammen zu verändern. Hier wird ja etwas anderes gesagt, dass es vielleicht gar nicht so gesund ist, seinen Fußabdruck immer kleiner zu machen, bis wir nur noch auf den Absätzen stehen, sondern dass wir den Fußabdruck neu denken können. Es bleibt gar nichts anderes, als die Materialien, die wir schon im Einsatz haben, immer wieder zu verwenden. Und ich glaube, das ist auch der weltweite Ansatz, den wir gehen müssen. Insofern ist es hier ein ganz wichtiges Modellprojekt, ist diese Bildungsstätte enorm wichtig für Berlin. Es langt nicht nur, dass wir eine gute Idee haben, sondern wir müssen auch sehr, sehr viele Menschen davon überzeugen, dass man diese gute Idee in die Realität umsetzen muss.